Du möchtest wissen, was du in Sri Lanka nicht verpassen solltest? Du hast schon so viel von Sri Lanka gehört, weißt aber eigentlich gar nicht, was es alles auf dieser Insel zu sehen gibt? In diesem Video zeigen wir dir unsere Highlights, was unsere Must-Sees sind und deine werden sollten. Der kleine Inselstaat südöstlich von Indien wird nicht umsonst Perle des Indischen Ozeans genannt. 3 Wochen lang durften wir dieses für uns unerwartet vielfältige Land bereisen. Ob dichter Dschungel, uralte Tempel, tosende Wasserfälle, wilde Tierbegegnungen oder lange Sandstrände. Sri Lanka bietet einfach alles. Der große Vorteil an Sri Lanka: Das Land ist nicht einmal so groß wie Bayern und es eignet sich somit perfekt für eine Rundreise. In nur 2 bis 3 Wochen schaffst du fast das ganze Land zu erkunden. Und wir haben dieses besondere Land auf die bislang für uns aufregendste Art erleben dürfen. Und zwar mit einem eigenen Tuk-Tuk. Das kannst auch du ganz einfach online von zu Hause aus mieten. Alle notwendigen Formalitäten lassen sich ebenfalls schon online vorab erledigen. Nach einer kleinen Fahrstunde kann es schon mit dem neuen Gefährt losgehen und du kannst so viele Orte erreichen, an denen sich sonst Touristen nur eher selten verirren. Das Coole ist, es handelt sich um Fahrzeuge von Einheimischen, welche sonst nicht am Tourismus verdienen. Also auch eine tolle Möglichkeit, die Locals zu unterstützen. Und jetzt kommen wir endlich zu unseren persönlichen Favoriten in Sri Lanka. Sigiriya ist vor allem durch den mächtigen Löwenfelsen bekannt, auf dem eine beeindruckende Ruinenstadt thront. Mit $25 Eintritt pro Person ist diese aber nicht gerade ein Low-Budget-Traum. Unser Tipp ist es daher, für nur rund 2 € den gegenüberliegenden Pidurangala-Felsen zu erklimmen. Der Aufstieg ist mit normaler Fitness gut machbar und du hast einen fantastischen Blick auf den Lions Rock. Und wenn nicht wie bei uns ein paar Regenwolken den Sonnenuntergang verdunkeln, kannst du hier oben sowohl zum Sonnenauf- als auch zum Sonnenuntergang wunderschöne Fotos von der weiten Landschaft machen. Die erste Königsstadt des Landes zählt neben Angkor in Kambodscha und Bagan in Myanmar zu den bedeutendsten historischen Sehenswürdigkeiten Asiens. Das Bild der rund 2000 Jahre alten Stadt wird durch die massiven Stupas geprägt, in welchen Reliquien Buddhas oder bedeutender Mönche aufbewahrt werden. Die Stadt ist relativ untouristisch und durchströmt von seiner gewissen spirituellen Energie, die selbst uns ein wenig erfasst hat. Können dir auf jeden Fall empfehlen, die historische Stadt mit einem Guide zu erkunden, da von manchen Bauwerken nur noch Fundamente erhalten sind und es auf dem riesigen Areal so viele Ruinen, alte Bauwerke und riesige Stupas gibt, dass man alleine schnell den Überblick verlieren kann. Sri Lanka ist ein wahrer Traum für alle Wasserratten. Kilometerlange, einsame Strände, türkisblaues Wasser und hohe Palmen erwarten dich hier. Vor allem Surfer kommen hier auch auf ihre Kosten, denn Sri Lanka bietet Surfspots zu allen Jahreszeiten und auch für alle Erfahrungsstufen. Auch wir haben uns hier das erste Mal aufs Brett gewagt. Hierbei hat uns die beschauliche Hirikitiya-Bucht viel besser gefallen als der bekannte Beginner-Surfstrand in Weligama. Unglaublich fanden wir auch das Wildlife in Sri Lanka und es ist eines unserer größten Highlights überhaupt gewesen. Ob mit dem Tuk-Tuk oder zu Fuß, hier laufen dir noch wilde Elefanten über den Weg. Aber auch sonst ist das Tierreich vielfältig. Du kannst in Sri Lanka Leoparden, Krokodile, Lippenbären, unzählige Affen, stolze Faunen und andere seltene Tiere sehen. Ein Ranger hat uns sogar von einem schwarzen Leoparden erzählt, der in der Gegend des Sinaraya Regenwaldes leben soll. Besonders gut hat uns die Safari im Wilpattu Nationalpark gefallen. Dieser Park im Nordwesten des Landes ist deutlich weniger touristisch als der bekannte Yala Nationalpark und hat uns mit seiner Ursprünglichkeit total fasziniert. Ella selbst ist eigentlich nur eine sehr kleine und sehr touristische Stadt. Mitten im Herzen von Sri Lanka gelegen, stellt sie aber den idealen Ausgangspunkt dar, um das umliegende Hochland zu erkunden. Für die meisten gehört vermutlich die berühmte Zugfahrt dazu, welche wir zumindest für dieses Mal ausgelassen haben, da wir die Freiheit unseres Tuk-Tuks in vollen Zügen genießen wollten.
Einer der schönsten Fotospots hier ist sicherlich die berühmte Nine Arches Bridge, welche direkt in Ella liegt. Mit ihren markanten Steinbögen ragt sie aus den umliegenden Teefeldern hervor. Hier empfehlen wir dir auf jeden Fall, am besten früh morgens da zu sein und die morgendliche Stille zu genießen. Auch unmittelbar in Ella gelegen ist der Little Adams Peak. Nur ein kurzer 20-minütiger Aufstieg trennt dich von einem der schönsten Aussichtspunkte der Gegend. Auch hier können wir dir nur empfehlen, möglichst früh zu starten, damit du diesen schönen Anblick noch fast für dich alleine haben kannst. Rund um Ella findest du auch zahlreiche wunderschöne Wasserfälle. Die Dialuma Falls sind die zweithöchsten des Landes. Der mehrstufige Wasserfall ist nicht nur einfach schön zu bewundern, sondern ist gleichzeitig Wasserspiel und Spaß-Erlebniswelt für die Locals. Du kannst entweder von unten hinaufwandern oder schlägst dich wie wir über einen kleinen Pfad, welcher oberhalb der Fälle gelegen ist, durch. Vielleicht machst du dann auch aufregende Bekanntschaft mit den einheimischen Elefanten. Die Teeplantagen des Hochlandes gehören zum sri-lankanischen Landschaftsbild wie der Eiffelturm zu Paris. Viele dieser Plantagen kannst du einen Besuch abstatten und alles über den Teeanbau erfahren. Wir empfehlen dir jedoch, dich vorher ein wenig mit den jeweiligen Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen, denn hier gibt es leider noch immer viele schwarze Schafe. Da wir nicht nur vom Tee des Landes, sondern auch von seinen vielen Gewürzen begeistert waren, haben wir uns für den Besuch eines kleinen lokalen Biobauerns entschieden. Diese einzigartige Erfahrung bei der herzlichen Familie war definitiv unser Höhepunkt in Ella. Die kleine Stadt Galle liegt an der Südwestküste des Landes. Das Stadtbild wird rund um das alte Fort aus der niederländischen Kolonialzeit auch durch die britische und portugiesische Vergangenheit des Landes geprägt. Die charmanten, beinahe auto- und tuk-tuk-freien Gassen der Altstadt laden zum Schlendern ein. Hier findest du die schönen Souvenirläden und gute Restaurants und auch ein richtig leckeres Eis. Das Wahrzeichen der Stadt ist sicherlich der malerische Leuchtturm, welcher im Licht der untergehenden Sonne ein wunderschönes Fotomotiv abgibt. Das historische Zentrum Galles ist nicht groß und gut zu Fuß abzulaufen. Wir empfehlen dir aber mindestens einen halben Tag zum Erkunden der schönen Stadt einzuplanen. Insbesondere dem Teeanbau ist der größte Teil des Regenwaldes Sri Lankas zum Opfer gefallen. Daher zählt der letzte primäre Regenwald des Landes, der Sinharaya Forest, seit 1988 zum Weltnaturerbe. Unsere 6-stündige Tour durch das dumpfe, tiefgrüne Dickicht, unser Bad in den Wasserfällen, das Entdecken vieler seltener und bedrohter Pflanzen war für uns ein faszinierendes Erlebnis. Falls du die Gelegenheit hast, auch mal einen primären Regenwald zu besuchen, können wir dir das nur wärmstens empfehlen, da dies eine einzigartige Erfahrung ist, welche nicht viele Touristen auf ihrer Reise durch Sri Lanka machen. Und unser größtes Highlight in Sri Lanka ist eigentlich gar kein richtiges Highlight, welches man besuchen oder sich anschauen kann. Und das sind natürlich die Menschen des Landes. Das Beste an unserer Sri Lanka-Reise waren definitiv diese unglaublich tollen Menschen. Uns sind auf unseren Reisen noch nie so viele offene, freundliche und hilfsbereite Menschen begegnet wie in Sri Lanka. Das begann mit den netten Gesprächen am Obststand über die wohl herzlichsten Unterkunftsbesitzer, der Typ von der Wäscherei, welcher uns gleich alle seine Geheimtipps bei Google Maps gespeichert hat, die Polizisten, die einen angehalten haben, um sicherzugehen, dass wir den richtigen Weg benutzen, die Tuk-Tuk-Fahrer, die ganz fasziniert unsere Erfahrungen als Selbstfahrer hören wollten. Diese unglaublich netten Menschen in Sri Lanka treffen zu dürfen, war wirklich unser absoluter Höhepunkt. Auch wenn wir noch einige offene Destinationen auf unserer Liste haben, die wir noch bereisen wollen, wissen wir schon jetzt, dass wir nicht das letzte Mal zur Perle des Indischen Ozeans gereist sind. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Ideen für deine Reise durch Sri Lanka geben. Falls du noch mehr von Sri Lanka sehen möchtest, solltest du unbedingt unsere Sri Lanka Playlist speichern und anschauen. Und abonniere den Kanal für weitere Reiseinspirationen. Und wenn du noch mehr unvergessliche Orte in Sri Lanka kennst, schreib diese gerne unten in die Kommentare.